Der Flachs war bis ins 19. Jahrhundert die Haupteinnahmequelle der Ötztaler Bauern. Im Ötztaler Heimatmuseum wird dem Hoor, wie er auch genannt wird, entsprechend Aufmerksamkeit geschenkt. Der Flachs-Spezialist Alois Kuprian im Gespräch jetzt auf Ötztal TV. Der Anbau vom Flachs und seine Verarbeitung zu Leinen hat im Ötztal eine jahrhundertealte Geschichte und Tradition. Für lange Zeit war der Flachs die Haupteinnahmequelle der Ötztaler Bauern. Er war wegen seiner Qualität hoch geschätzt und wurde sogar an der Börse gehandelt. Einer der letzten, der sich intensiv mit dem Ötztaler Haar beschäftigt, ist der Lengenfelder Alois Kuprian. Im Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum wird dieses Wissen dokumentiert und bewahrt. Ja, grüß Gott, ich bin der Kuprian Alois. Bin in den letzten 20 Jahren zuständig gewesen da im Ötztaler Heimatmuseum. Und in der Zeit ist mir zugetragen worden, ich sollte mich beschäftigen über den Ötztaler Lein. Habe mich dann in das Projekt hinten gesteigert und habe mit einer Zintholzschachtel voll Samen angefangen, Ötztaler Lein anzubauen, zu betrachten, kennenzulernen und nach 3 Jahren das erste Produkt bis zur weiteren Verarbeitung, Blühen und Schwingen zusammengebracht. Die Aussaat erfolgt, wie man mir überliefert hat, da im Ötztal zur Zeit, wenn man Getreide aussät. Es soll kein Reifen mehr dazu kommen, Mitte April. Die Blütezeit ist Ende Juli, Anfang August. Wenn die Bullen ganz braun sein und keine Blättle mehr an halben sein, ist Erntezeit zum Ausreißen, zum Rüpfen. Wird heute noch international mit maschinell gerüpft, nicht geschnitten. Man reißt den Haar aus und bindet ihn zu einer Handvoll, weil die Handvoll ist dann noch halben die Menge, die zur Weiterverarbeitung angenehm ist. Und umso schöner, dass man die Handvoll zusammentut, umso leichter ist das Weiterverarbeiten. Wenn man da keine Örnige hat, da hat man bei der ganzen weiteren Arbeit nur den sichtlichen Erfolg. Der Haar wird deswegen auch gestankert, weil wenn er noch nicht ganz reif ist, dass möglichst die ganzen Bullen, die Samenkapseln braun werden und somit der Samen nachreifen kann. Deswegen tun wir die Samenkapsel auf die Sonnenseite. So ist er geerntet und geriffelt oder geklöckert. Der wird danach ausgebratet, wie hier am Fall der Ausbraten gelandet. Bis 5-6 Wochen, bis er so silbrig da liegt und danach der Test. Der Stängel ist brüchig, die Faser löst sich von unten bis oben und kann weiterverarbeitet werden, zum Brechen, gegeben werden zum Brechen und zum Schwingen. Der Ursprung vom Ötztaler Lein ist festgehalten, schon um 1200 sind die ersten Zahlungstätigkeiten mit Leinprodukten gewesen, aber richtig zum Erfolg gekommen ist erst Ende 1500 bis 1900 her. Man hat anscheinend an die 50 Hektar Lein angebaut und bis zur Vermarktung verarbeitet. Und ich halte das jetzt schon für die Ötztaler Kultur sehr, sehr wichtig, so weit einmal mindestens beizubehalten, weil es hat sich um kein anderes Thema mehr gedreht, was wir um den Ötztaler Lein. Und so wird das Wissen der Vorfahren auch heute noch von Generation zu Generation weitergegeben. Und wer jetzt neugierig geworden ist, der schaut am besten direkt beim Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum vorbei oder im Internet unter ötztal-museum.at.